Ich habe angefangen, als ich noch Studentin war, ich glaube, wegen einem Objekt, wegen dem da. Ich glaube, ich habe das in Italien gefunden. Ich studierte Kunstgeschichte. Natürlich haben wir damals auch die Kunstgeschichte im klassischen Sinn angeschaut, aber dann auch im feministischen. Und so ein Motiv, ja, in einem Plastikspielzeug zu finden mit so viel Erotik, Konnotationen, surreal, das hat mich sehr angezogen und ich glaube, ich habe dann weitergemacht. Das waren diese Tabakläden, Tabacchi in Italien. Es waren auch schon bereits etwas verstaubte Objekte damals oft. Der Fun-Aspekt, dass man sich vergnügt, auch mit visuellem Ausdruck, indem man so ein Objekt erfindet. Ich habe auch selber eine naive Freude dran, irgendwie zu sehen, wie grenzenlos halt unsere Fantasie ist und dann in der Fülle auch immer wieder zu sehen, wir haben damals solche Telefonhörer noch benutzt und irgendwie sich vorzustellen, dass man dann da unten das Kabel hat mit diesem wassergefüllten Pümplein und jemanden den Hörer übergibt, du musst mal hören, da ist deine Mutter am Telefon oder irgendwie sowas und dann sprutz. Es sind auch Objekte am Wegrand, also das ist Design, aber es ist eben nicht der edle Design, wie das eben in den Designschulen gelehrt wird. Das sind natürlich knackige Objekte. In unserer Generation haben sich ja auch die Künstler auf ganz besondere Weise, wenn ich jetzt an Fischli Weiss denke, der Alltagskultur zugewandt und man hat auch den Kunstbegriff auch erweitert. Die Sammlung begann Anfang 70er Jahre und das ist irgendwie in meiner Jugendlichkeit habe ich da als werdende Kuratorin schon meine Pflöcke mal damit eingesetzt, dass ich den Blick wirklich öffnen wollte, auch von der Kunst, allein nur von der Kunst weg, eben auf visuelle Kultur. Die Kuratorentätigkeit hat immer wieder die Wände nötig, die etwas abschirmen von unserer Alltagskultur. Aber ich finde, es ist genauso nötig, dass man auch immer wieder den Bezug herstellt, eben gerade wenn man sich im Privileg des Zwischenraums befindet, dass man auch sieht, was ist der Unterschied, die Differenz zu dem draußen. Also ich habe so en passant gesammelt. Ich habe jetzt nie eine Obsession entwickelt. Es war nie systematisch. Hatte dann Freude daran, wenn es immer mehr wurden. Und irgendwann habe ich so auch wieder aufgehört. Und dann hatte ich mal die Idee, das eben dem Museum für Gestaltung zu übergeben als Sammlung. Und habe mich dann gefreut, dass ich da eine positive Antwort bekommen habe.